mal probieren, so einen Familienausflug zu unternehmen mit dem Fahrradwohnwagen. Soweit ist er jetzt fertig. Ich fahre mit meinem Sohn hier einfach mal vor die Tore von Freiburg, um zu schauen, wie das so alles sich bewährt im Alltag. Ja, bin schon richtig gespannt. Ich zeige nachher den Aufbau von dem Gästebett, der Erweiterung. Und jetzt fahren wir hier gerade an der Dreisam entlang. Hier ist der schöne Fluss. Und es geht echt gut zu fahren, zu handeln. Man merkt natürlich schon den Wohnwagen hinten dran. Mit meinem Upcycling-Lastenbike. Hier mit dem kleinen 250 Watt Motor. Auf der Ebene reicht es vollkommen aus. Natürlich, sobald es berghoch geht, ist so ein Nabenmotor einfach verloren. Hat er verloren. Keine Chance mehr ohne Untersetzung. Da ist er dann zu schwach mit dem ganzen Gewicht hier hinten dran. Flussaufwärts. Diese Brücke hier ist noch breit genug. Hier ist unser Platz jetzt, kleiner Zeltplatz. Bauen wir den Wohnwagen jetzt auf. Hier jetzt unser Schlafgemach. Das ist jetzt der ausgeklappte Fahrradwohnwagen mit dem Gästebett. Hier in dem Fall mit Kinderschlafsack. Das hat ja bei der letzten Roomtour gefehlt, so mal von innen das Ganze zu zeigen. Hier ist diese Stützleiste und da habe ich auch noch Haken angebracht für Sachen zum Befestigen, keine Ahnung, eine Wäscheleine. Hier kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Hier die Kopfkissen für den bequemen Schlaf. Und hier mein Little Kühlschrank mit den Kühlakkus. Haben wir jetzt Butter fürs Abendbrot dabei. Das reicht auf jeden Fall für einen halben Tag. Dann braucht man wieder neue Kühlakkus. Ein wunderschöner kleiner Fahrradfaltwohnwagen hier. Bewährt sich bis jetzt bestens das Konzept hier. Man hat echt einen guten Raum hier drin.
Fühlt sich so ein bisschen an wie ein Zelt oder wie eine Dachwohnung durch diese Schräge hier. Ich bin begeistert. Und jetzt werden wir heute mal die erste Nacht hier drin schlafen. Ja, die Seitentasche für allerlei Kleinkram. Und hier meine kleine mobile Küche. Kocher, Töpfen, Tassen für ein Käffchen oder was auch immer. Auch einfach zum Rausnehmen, draußen kochen. Dann sieht man hier, habe ich diese Aluminiumplane unter der Isomatte, damit es wirklich auch richtig warm wird von unten. Und darunter ist ja dann der Lattenrost mit dem Moskitonetz drunter, dass von unten keine Mücken reinkommen. So, hier ist es noch nicht. Ist auch nicht so häufig, dass ich das verwenden werde. Hier die Lüftungsgitter. Dann Fensterchen. Ja, und hier das obere Gepäcknetz für große Sachen, Kleider, Schlafsackdecken oder was auch immer, Handtücher, kann man hier auch vielleicht noch was trocknen. Hier ein schönes Fenster. Da kann man wirklich so in den Himmel schauen, wenn man hier liegt. An der Lüftungsgitter und das Fenster hier. So ist dann der Blick nach außen hier. Hat man das kleine Vordach hier. Bis jetzt ist schon richtig warm hier drin. Es isoliert also, ich meine, es ist auch ein schwüler, warmer Tag, aber ich merke, unsere Körperwärme hier, als wir gerade zu zweit hier drin waren, hat es schon richtig aufgeheizt hier. Also frieren werden wir heute Nacht nicht hier drin. Und für ganz kalte Temperaturen ist der so oder so nicht gemacht. Zumindest nicht in dieser ausgezogenen Variante. Da möchte ich dann doch nur alleine drin schlafen, wenn es richtig kalt ist, und dann mit Heizdecke und Akku das Heizen, dann reicht es, denke ich, auch. Mehr braucht es nicht für mich. Ich bin ja eher minimalistisch unterwegs, also so wenig wie möglich oder nach dem Motto, weniger ist manchmal mehr. Einfach ursprünglich das Abenteuer hier erleben. Natur pur macht einfach mehr Spaß und Laune. So sieht jetzt unser kleiner Abendessenstisch hier aus. Salat, Tomaten, Butterbrot, Aufstrich. Wir sitzen oder hocken hier auf dem Boden, das reicht mir völlig. Ich brauche jetzt keinen Stuhl hier. So ein kleines Klapptischchen reicht da. Ja, und es ist wirklich ein wunderschöner Platz hier auf dem Campingplatz. Ganz hier gewachsen unter den großen Bäumen. Urgemütlich hier unser Abendessen. Das gute kleine Opinel hier mit Olivenholzgriff. Habe ich mir mal in Frankreich gekauft. Mal die Karotte schälen. Da habe ich keinen Schäler dabei. Aber so sollte ich das auch hinkriegen. Einfacher Brotaufstrich, Tomatenmark. So, ich mache mir noch ein bisschen Salat da drauf. Tomaten. Guten Appetit. Genau, das ist unser Outdoor-Vergnügen hier. Und noch als Nachtisch ein Marmeladenbrot mit Aprikosenmarmelade. Ziemlich lecker. Also die Sachen sind wirklich noch kühl jetzt nach 4-5 Stunden. Hält unser kleiner Kühlschrank, ist alles noch kalt. Hier linst schon die Sonne durch das Blätterdach. Hier unser Frühstückstisch.
So, jetzt möchte ich mit dem Gespann hier da den steilen Berg hoch. Oder ich muss den wieder abhängen und von Hand hochschieben. Aber ich probiere das jetzt einfach mal da hoch zu fahren. So, wie ihr gerade gesehen habt, gab es hier ein paar Komplikationen. Das ist so ein Schotterweg und der ist ziemlich steil. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht irgendwie. Meistens ja nicht so in der Kamera. Aber ich bin dann mit dem Hinterrad auf diesen Schotterstein ausgerutscht und dann war die Fahrt zu Ende. Dann hat mir gerade eine junge Frau geholfen, hochzuschieben. Jetzt hätte ich es nicht geschafft, hier hochzukommen. Ja, hier stehe ich jetzt an dem wunderschönen Fluss. Kiesstrand. Mein Sohn, der schmeißt Steine rein und spritzt mit der Wasserpistole. Kleine Feuerstelle hier. Und hier nochmal die Camouflage-Beklebung. Hier auf dem Kies, finde ich, macht es schon auch ein Tarnmuster. Man sieht natürlich die Kontur von dem Fahrradwohnwagen, aber es verschwindet, wenn man weiter wegschaut, verschwindet es schon auch durch das Muster in der Landschaft. Immer hier ein bisschen außen rum. Herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und ich freue mich, dich wieder in einem weiteren Video begrüßen zu dürfen. Dein Macher Max. Geht auch gut in den Kurven. So, machen wir mal aus.